Moin Moin, hier ist der Zapp. In diesem Hammer-Ting-Review zeige ich dir alle wichtigen Details zu diesem neuen Game, in dem wir uns einen Zwergestaat aufbauen und einen Krieg entscheiden werden. Wenn du also Zwerge magst und Aufbauspiele, bist du hier genau richtig. In Hammer-Ting bauen wir unseren bärtigen Buddlern ein gemütliches Zuhause, treiben Handel mit den Kriegsparteien auf der Oberwelt. Wir erforschen die Geheimnisse des Berges und versuchen dabei möglichst wenig Zwerge an die Monster und Gefahren der Tiefe zu verlieren. Am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Ich habe ein kostenloses Testmuster vom Publisher bekommen, meinen Dank dafür. Dies wird aber keinen Einfluss auf meine Wertung haben, da ich alle Tests mit dem Gedanken im Hinterkopf erstelle, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hammer-Ting Review, Hintergrund und Early Access. Die Zwergenstadt-Simulation Hammer-Ting wird vom schwedischen Entwickler Warp Zone Studios gebaut und von Team 17 gepublished. Auch wenn Hammer-Ting das erste Spiel dieses Studios ist, sind viele der Mitarbeiter seit mehr als 10 Jahren im Bereich Spieleentwicklung tätig. Und Team 17 ist sehr erfahren und bereits seit Amiga-Zeiten im Spielemarkt aktiv. Der Start der Entwicklung von Hammer-Ting begann bereits in 2016, aber seit 2019 arbeitet ein größeres Team am Spiel und nun wurde Hammer-Ting am 27. Oktober 2020 in den Early Access released. Early Access bedeutet, dass das Spiel noch lange nicht fertig ist und die Entwickler noch viele Ideen für die Weiterentwicklung haben. Aber gleichzeitig sammelt das Team fleißig Feedback und Ideen von Spielern ein, um Hammer-Ting gemeinsam mit der Community zu einem noch besseren Spiel zu machen. Zwar kann sich theoretisch alles an Hammer-Ting noch ändern im Laufe dieser Early Access Phase, aber meistens werden EA-Titel hauptsächlich erweitert. Es passiert eher selten, dass vorhandene Funktionen wegfallen. So kann dieses Review also nur einen Blick auf das jetzt Vorhandene werfen und je länger nach dem EA-Start man das Spiel anschauen würde, desto stärker könnte die Version von diesem Bild abweichen. Hammer-Ting Spieltyp. Hammer-Ting zeigt hauptsächlich unterirdisch den Berg, in dem wir für unser Zwergenvolk ein neues Zuhause gründen wollen. Wir sehen dabei zu Beginn nur einen sehr kleinen Teil des uns umgebenden unterirdischen Reiches. Der Rest ist in Nebel verhüllt und unsere zwergischen Buddler müssen erst nach und nach den Untergrund erforschen. Ähnlich wie im groben Vorbild Wiggles von 2001 oder in Spielen wie Fallout Shelter schauen wir auf eine Art Schnittfläche durch den Berg. Es erinnert ein klein wenig an eine Ameisenfarm, wo man von der Seite her die Vorgänge im Bau betrachten kann. Wir beginnen mit 3 Zwergen, einer einzigen Steinmetzblaupause und Werkzeugen und Waffen, die wir von Opa Zwerg geerbt haben. Also fangen wir an, die ersten Tunnel zu graben und Steine, Erze und viele andere Materialien in den Gängen und Höhlen des Berges einzusammeln. Und das kann schnell gefährlich für unsere unerfahrenen Zwerge werden, denn der Berg, in dem wir unsere neue Siedlung errichten wollen, wird bereits von zahlreichen nicht so netten Bewohnern gegen unser Eindringen verteidigt. Zuerst sind es nur Ratten und Schleimmonster, aber je tiefer wir uns in den Berg vorgraben, desto gefährlicher werden die Gegner, die unsere Zwerge gern verspeisen möchten. Unsere Aufgabe liegt darin, die Siedlung zu vergrößern und zahlreiche Tunnel zu graben, um den Untergrund nach Ressourcen und Schätzen abzusuchen. Wir bauen dafür Leitern, Laufstege, später auch Aufzüge und Dampfzüge. Unser Zwergenvolk errichtet dafür zahlreiche verschiedene Raumtypen mit unterschiedlichsten Funktionen. Denn wir brauchen eine Vielzahl an Werkstätten, jeder Zwerg möchte mit der Zeit sein eigenes Schlafzimmer haben und auch eine Taverne darf natürlich nicht fehlen. Gleichzeitig findet an der Oberwelt ein erbitterter Krieg statt. Und wir greifen ein, indem wir der mit uns verbündeten guten Seite durch zahlreiche Aufträge, Waffen, Material und andere Dinge zur Verfügung stellen. Dafür erhalten wir im Gegenzug einige Dinge, die es unter Tage nicht gibt und auch einiges an Handelserfahrung, die wir in dringend benötigte Forschung investieren. Ziel des Spiels ist es nicht nur als Zwergenclan zu überleben und die Geheimnisse der Tiefe zu erkunden, sondern gleichzeitig auch unserem Verbündeten an der Oberseite zum Sieg im Krieg gegen das ultimative Böse zu verhelfen. Gameplay Welt. Unsere Zwergenstadt wächst in einem Berg vollgestopft mit Geheimnissen und gefährlichen Einwohnern. Wir graben uns mit Tunneln und Leiterkonstrukten durch das Erdreich und entdecken dabei ständig neue Höhlen, die zahlreiche Geheimnisse verbergen. Und sehr oft fallen größere Gruppen von Gegnern über unsere kleinen Zwerge her, die manchmal ganz allein einen neuen Tunnel in die Tiefe des Berges buddeln.
Die Unterwelt bietet insgesamt 5 verschiedene Arten von Landschaften. Neben dem normalen Erdreich gibt es auch dschungelartige Gegenden, Eiszonen, Magmakammern oder düstere Ecken. Und je nach Zone stoßen wir auf unterschiedliche Gegner, Erze und Besonderheiten. Charaktere, Rollenspiel und Entwicklung. Jeder Zwerg und jede Zwergin verfügt über 5 Grundwerte. Hier gibt es Zwergenfertigkeit, Weisheit, Erkenntnis, Robustheit und Grimmigkeit. Diese Attribute bestimmen die Kampfkraft, die Lebensenergie, aber auch Chancen für kritische Handwerkserfolge und andere komplexere Zusammenhänge. Unsere Zwerge bekommen durch alle Aktionen, die sie durchführen, Erfahrungspunkte und so steigen sie auch in Leveln auf. Mit jedem Level-Up bekommen sie Attributspunkte, die wir nutzen können, um ihre eben erwähnten Grundwerte zu verbessern. Ein Maximallevel habe ich noch nicht gesehen und meine höchsten Zwerge waren schon Stufe 40. Neue Zwerge heuern wir momentan mit Geld am Höhleneingang an. Unsere potenziellen neuen Einwohner kommen bereits mit einigen Vor- und Nachteilen zu uns. Hier gibt es zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, die sie besser und auch schlechter machen können. So können und müssen wir bereits beim Anheuern eine gute Auswahl treffen. Als Beispiel kann ein Zwerg eine Midashand haben. Dies erhöht seinen Glückswert und seine Chance auf kritische Erfolge um ein paar Prozent. Aber gleichzeitig steigt auch die Chance auf kritische Misserfolge. Oder ein Zwerg kann ehrgeizig sein, was seine Robustheit und seine Grimmigkeit erhöht, aber gleichzeitig seine Energieeffizienz verschlechtert. Ich vermute, hier gibt es einige Dutzend verschiedene Eigenschaften, die zufällig ausgelost werden und bisher zumindest dann auch lebenslang bleiben. Dazu kommen dann insgesamt 14 verschiedene Berufe, in denen alle Zwerge besser werden können, abhängig davon, welche Tätigkeiten sie im Berg erledigen. Hier bringen höhere Level dann auch schnelleres Hacken, Craften, Sammeln oder sie tragen mehr, haben Chance auf bessere Werte bei gebauten Gegenständen und so weiter. Aber auch unser Zwergenclan insgesamt kann besser werden. Durch Handel mit der Oberwelt erhalten wir Handelserfahrung und durch das Erforschen der Höhlen und beim Finden von alten Schätzen oder Geheimnissen bekommen wir Bergweisheit. Damit erwerben wir im komplexen Forschungsbaum verschiedene Wissenschaften, die zum einen neue Gebäude freischalten, aber zum anderen auch in den bereits vorher erworbenen Werkstätten neue Rezepte aktivieren. Gameplay, Crafting und Sammeln. Zwerge sind bekannt für ihre Handwerkskunst und so sind auch unsere wuseligen Freunde in Hammerting enorm gute und vielseitige Crafter. Ein großer Teil des Spiels besteht also aus solider Handwerkerarbeit. Zu Beginn ist unser erster Raum ein kleiner Steinbruch, in dem wir einfache Steinbrocken herstellen, aus denen dann die weiteren Gebäude errichtet werden. Es folgen Schmelze und Schmiede, Schlafräume, Lager, Bauernhof, Küche, Brauerei, Taverne und so einige weitere Werkstätten. Zum Betrieb dieser Arbeitsplätze brauchen wir jede Menge Material, das unsere Zwerge in den Tiefen des Berges suchen, sammeln und zu den Werkstätten hintragen müssen. Hier gibt es viel zu tun für unsere kleinen Einwohner. Dabei besitzen sie einen eigenen Forschungsdrang und versuchen sich auch aus eigenem Antrieb gegenseitig zu helfen, Dinge einzusammeln. Aber am besten geht dies, indem wir entweder Bauaufträge in neue Gebiete positionieren oder mit dem Gehe hierhin oder Angriff-Funktionen den Zwergen direkte Anweisungen geben. Gameplay, Spielmodi und Story. Bisher gibt es nur ein großes Szenario in Hammerting und eine wöchentliche Herausforderung. Bei der großen Mission dreht sich alles um den Krieg in der Oberwelt. Eine gute und eine böse Seite kämpfen um die Vorherrschaft. Wir unterstützen in diesem Krieg die gute Seite, indem wir dringende Lieferaufträge für sie erfüllen oder halt auch nicht. Wenn wir nicht schnell genug die Metallbarren oder Waffen liefern, die für die Verteidigung der Provinzen gebraucht werden, können diese auch verloren gehen und an den Feind fallen. Neben den Verteidigungen bekommen wir auch die Möglichkeit, durch umfangreichere Lieferungen Angriffe auf den Gegner auszulösen und so Provinzen zu erobern. Wenn irgendwann alle 23 Provinzen der guten Seite gehören, haben wir gewonnen. Fallen alle Länder an die böse Seite oder sterben alle unsere Zwerge, können wir das Spiel aber auch verlieren. Technik, Grafik, Sound. Hammerting benutzt eine von Warpzone selbst entwickelte Grafik-Engine, die auf der Vulkan-API aufbaut. Diese sehr moderne Technikgrundlage versorgt das Spiel mit schicker Grafik und einer sehr effizienten Hardware-Nutzung, die sogar Multithreading über alle Threads meiner 12-Kern-CPU ermöglicht. Und dabei ist die Technik so ausgereift, dass sie auf meinem modernen PC kaum für Auslastung sorgt. Was wiederum bedeuten sollte, dass es auch auf schwächeren Computern gut funktionieren sollte. Das Spiel läuft für gerade frisch in den Early Access gekommen relativ rund. Ich habe in 20 Stunden Testzeit 3 Crashes erlebt. Nachdem ich diese den Entwicklern in ihrem Discord gemeldet habe, wurden die Auslöser aber binnen weniger Stunden gefunden und behoben. Generell ist das Team über ihr Discord sehr nah an der Community und nimmt sowohl Feedback wie auch Fehlermeldungen dort auf.
Die Grafik von Hammerting ist im Großen und Ganzen recht schick für ein Aufbauspiel. Ich persönlich hätte gern etwas detailliertere Zwerge und flüssigere Animationen. Das scheint wohl nicht die größte Stärke der Grafiker zu sein. Aber die vorhandenen Bewegungsanimationen sind schon okay, gesundes Mittelmaß, und für ein kleines Team geht das schon in Ordnung. Die Vertonung von Hammerting ist brauchbar. Etwas atmosphärische Klaviermusik im Hintergrund, die kaum auffällt, und die Geräusche sind irgendwo zwischen okay und ganz nett. Ich mag die Tropfgeräusche sowie das Grummeln und Stöhnen, wenn man mit der Kamera in die tieferen, unerforschten Gegenden fährt. Sprachausgabe gibt es gar keine, aber das ist in einem Aufbauspiel wohl auch nicht erforderlich. Hammerting bietet 8 verschiedene Sprachversionen an. Neben Deutsch und Englisch kann man hier Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch auswählen. Die deutschen und englischen Texte sind durchweg in Ordnung. Minimal kleine Schreibfehler, die aber kaum auffallen. Was allerdings öfter mal vorkommt, sind Platzhalter für Texte, wo die Übersetzer noch nicht fertig geworden sind. Aber da das Spiel auch laufend neue Features und Funktionen bekommt, ist dies wohl nicht überraschend. Hammerting Review, Meinung und Fazit. Hammerting funktioniert als Spiel bereits zum Early Access Release sehr gut. Es hat noch kleinere Macken hier und da, aber meistens kann man mehrere Stunden am Stück spielen, ohne dass Probleme auftauchen, und durch die Autosave-Funktion braucht man da keine Angst haben, viel Fortschritt zu verlieren. Man kann auch manuell abspeichern, allerdings ist es momentan nicht möglich, Save Games zu benennen und so verschiedene Spiele parallel zu starten. Es gibt die vorgegebenen 4 bis 5 Saves und wenn man ein neues Spiel beginnt, werden die Saves des vorherigen Spiels überschrieben. Was mir noch etwas fehlt, sind einige Komfortfunktionen wie bestimmte Hotkeys, vielleicht eine Minimap, und die Optionsmenüs und das Save-System könnten wirklich noch einen gründlichen Ausbau vertragen. Zum Early Access Zustand kann ich sagen, die Grundfunktionen sind weitestgehend alle im Spiel enthalten und man kann es problemlos von vorne bis hinten durchspielen. Ich habe bereits einmal die Oberwelt gerettet, das hat ca. 10 Stunden gedauert. Da die Karte aber zufallsgeneriert ist, kann man das Szenario auch problemlos mehrmals durchspielen, ohne dass es völlig langweilig wird. Grafisch bietet der Berg, seine Höhlen, die 5 verschiedenen unterirdischen Biome einiges fürs Auge. Das ist schon alles sehr schick und auch die vielen verschiedenen Waren, Gegenstände und Materialien sind alle gut erkennbar und klar zu unterscheiden. Bei den Waffen und Rüstungen fehlt es dem Spiel bisher noch etwas an grafischer Vielfalt. Wechselbare Rüstungen gibt es bisher zum Beispiel noch gar nicht. Die Zwerge kommen mit einer Klamotte und die behalten sie für immer an. Das ist eine echte Lücke, die Warp Zone aber hoffentlich im Laufe des Early Access noch füllen werden. Hier könnte ich mir auch noch so einige Erweiterungen vorstellen, wie spezielle Wäsche zum Arbeiten, zum Beispiel eine Schmiedeschürze, die einem Zwerg Bonuspunkte auf seinen Schmiedeberuf gibt, oder eine Chefkochmütze, die den Kochwert erhöhen kann und so weiter. Bisher fertigt der Schneider nur Tragerucksäcke, das ist etwas wenig. Die Oberwelt ist bisher noch sehr simpel gehalten. Dort gibt es verschiedene Orte, an denen Handelsmissionen auftauchen. Die kann man annehmen oder auch nicht und manchmal findet eine Auseinandersetzung statt, die sich aber auch nur darin unterscheidet, dass statt einem Ausrufezeichen halt gekreuzte Schwerter über der Siedlung auftauchen. Und je nachdem, ob wir im Zeitrahmen die Waren liefern oder nicht, geht der Kampf als Sieg oder Niederlage aus. Wenn die gute Seite zu viele Niederlagen erleidet, werden die Quests immer weniger und wir verlieren irgendwann das Spiel. Hier könnte man wohl noch einiges interessanter gestalten, aber fürs Erste funktioniert das System schon mal. Ein wichtiger Punkt bei dieser Art von Spiel ist immer die Wegfindung und die KI der Einwohner. Hier macht Hammerting schon einiges richtig, auch wenn das noch nicht immer perfekt funktioniert. Auf der einen Seite kommen zum Beispiel bei einem Kampf schnell alle Zwerge angerannt, um die Bedrohung zu bekämpfen, und verletzte Zwerge laufen sogar oft recht geschickt aus Kämpfen heraus. Auf der anderen Seite stürzen sie aber auch gern mal in tiefe Schächte oder graben sich gegenseitig den Boden unter den Füßen weg. Und so findet man öfter mal einen Zwerg in einer tiefen Höhle, der sich den Rückweg unmöglich gemacht hat und von seinen Kollegen mittels Leitern oder Aufzug gerettet werden muss. Dies perfekt hinzubekommen wird wohl für die Programmierer eine Aufgabe für die Ewigkeit. Aber solche Dinge als Spieler zu erforschen und zu beherrschen, macht oft auch einen Teil des Spielspaßes aus. Die Roadmap der Entwickler hat einige interessante Punkte auf der Liste. Hier sind für die nächste Zeit noch einige neue Dinge geplant, wie unter anderem mehr Höhlen und Gegner oder ein Fluid-System. Ich nehme an, mit dem zweiten ist gemeint, dass es auch Teiche in den Höhlen geben soll und die Zwerge vielleicht tauchen und schwimmen lernen. Später sollen Maschinen folgen, mit denen automatisiert Sachen produziert werden, die Oberwelt soll erweitert werden, Fischen und Farming soll kommen, mehr Verzierungen und Verschönerungen, Beziehungen zwischen den Zwergen und vielleicht auch Vermehrung, dynamische Missionen und noch einiges mehr.
Der Zustand des Spiels ist auch beim Early Access Release bereits so, dass man keine Sorgen haben muss, dass es niemals fertig wird. Denn Hammerting ist bereits in seiner jetzigen Form ein brauchbares Game, das richtig Spaß machen kann. Durch die zufallsgenerierte Unterwelt ist auch ein Wiederspielwert vorhanden, auch wenn ich hoffe, dass es mit der Zeit noch mehr unterschiedliche Szenarios geben wird oder zumindest Einstellmöglichkeiten für Siegbedingungen etc. oder sogar eine Kampagne. Insgesamt bietet Hammerting bereits jetzt ein sehr schönes Spielerlebnis für Aufbau- und Strategiefans und wer Zwerge mag, der ist hier sowieso völlig richtig. Für 24,99 € bekommt man hier auch im Early Access ein gutes Angebot und das mit Aussicht auf noch so einiges mehr in der Zukunft ohne weiteren Aufpreis. Es kann natürlich sein, dass es auch irgendwann DLCs geben wird, aber zumindest in der näheren Zukunft wird das Spiel, wenn man es einmal gekauft hat, kostenlos mit weiteren Inhalten versorgt. Hammerting Test, Wertung. Fassen wir also zusammen, ergibt sich für Hammerting bereits jetzt ein positives Bild. Das Spiel läuft weitestgehend stabil, bietet ein in sich geschlossenes Spielerlebnis und ist damit seinen Preis auch wert. Und das mit Aussicht auf Verbesserung und Erweiterung durch weitere Entwicklung von einem fähigen Team. Dafür möchte ich eine Basiswertung von 85% vergeben. Die sehr seltenen Abstürze, kleine Mängel in Bedienung und Menüs und die in einem Early Access Titel zu erwartenden Lücken im Spielcontent lassen mich hier noch 3% wieder abziehen. Damit komme ich Stand jetzt zum Early Access Release auf eine sehr gute 82% Wertung für Hammerting. Da Warpzone aber sicher noch einige Zeit am Spiel weiterarbeiten wird, sehe ich einiges an Potenzial für Hammerting. Je nach Umfang und Qualität der kommenden Patches könnte die Wertung für das Spiel bis auf 90% aufsteigen. Bist du ein Zwerge-Fan und möchtest gleich losbuddeln in die unbekannten Tiefen? Oder bietet dir das Early Access Spiel bisher noch nicht genug, um Spaß daran zu haben? Schreib mir bitte deine Meinung, lass uns drüber quatschen. Auch Feedback, Meinungen und Vorschläge zu meinen Reviews finde ich immer interessant. Das Spiel ist übrigens für Steam und Epic Games erhältlich und unten findest du auch Links, wo du es kaufen kannst. Wenn du diese Links benutzen magst, bekomme ich eine kleine Provision und du unterstützt meine Arbeit. Bei Games Planet gibt es für die Steam-Version sogar einen 10% Rabatt, wenn du meinen Link benutzt. So kannst du gleichzeitig noch etwas sparen. Mehr Reviews, Gaming-News und Tutorials findest du auf dem YouTube-Kanal oder auf zapzock.de. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, würden mir Likes und Abos weiterhelfen, weil das dafür sorgt, dass mehr Leute diese Dinge zu sehen bekommen. Und falls du Freunde hast, die sich auch dafür interessieren könnten, teil die Sachen. Je mehr, desto lustiger. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und bleib gesund. Ciao, ciao, dein Zap.